Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einem Tutorial für einfache und blitzschnelle Leuchteffekte. Denn mit nur etwas Trockenbürsten und einer Contrastfarbe eurer Wahl könnt ihr binnen weniger Minuten ganz leicht eure Geländestücke zum Leuchten bringen. Und eure Miniaturen natürlich auch. Alles, was ihr braucht, sind ein Schwarz und ein Weiß. Wer nicht mischen möchte, benötigt zusätzlich noch verschiedene neutrale Grautöne. Zudem eine Contrastfarbe oder eine vergleichbare Farbe bzw. Ink, wie sie von verschiedenen Herstellern angeboten werden. Sprich, transparent und hochpigmentiert. Um kurz zu erklären, wie der Leuchteffekt grundsätzlich funktioniert, mische ich aus dem Schwarz und Weiß ein dunkles Grau als erste Trockenbürstfarbe zurecht. Wie hell ihr euer erstes Grau anmischt, hängt von dem Untergrund ab, auf dem der Leuchteffekt aufgebracht werden soll. Das Grau sollte einen Tick heller sein, was in meinem Fall bei schwarzer Pappe natürlich recht leicht ist. Mit einem Schmink- oder anderem Trockenbürstpinsel bürstet ihr dann großzügig den Bereich trocken, der später leuchten soll. Auf glatten Flächen wie bei meiner Pappe müsst ihr natürlich tupfen. Hält das Grau dann in 2 bis 3 Stufen immer weiter auf und betupft bzw. bürstet damit immer kleinere Bereiche rund um eure geplante Lichtquelle. Als letztes werden dann ein paar rein weiße Highlights gebürstet bzw. getupft. Und wer eine Airbrush hat, kann solche Grauverläufe natürlich auch sprühen. Schon ist euer grundsätzlicher Lichtverlauf fertig und kann mit einer Contrastfarbe oder einem Ink eingefärbt werden. Nehmt dazu reichlich Farbe auf euren Pinsel und gebt sie etwa mittig in euren Lichtverlauf. Säubert dann euren Pinsel und feuchtet ihn an, um die Farbe nun nach außen und zur Lichtquelle hin weich auszufächern. Sprich, außen und nahe der Lichtquelle sollten die Farbschichten möglichst dünn sein, damit die Untergrundfarben gut hindurchschimmern können und es keine harten Kanten gibt. Der Effekt funktioniert mit jeder Contrastfarbe oder Ink, allerdings nicht so gut mit klassischen Farben, auch wenn sie noch so dünnflüssig sind. Denn Acrylfarben lassen sich meist nicht so gut ausfächern und müssten für diesen Effekt stärker verdünnt werden. Wie Leuchteffekte mit solchen klassischen Acrylfarben zu malen sind, erkläre ich aber im oben verlinkten Tutorial. So, nach der Theorie kommt die Praxis und dafür habe ich mir einen fertig bemalten Korridor aus meinem Modular Dungeon Sortiment geschnappt, wo ich eine Fackel anbringen möchte. Kurz noch ein Loch bohren, was mir gleichzeitig als Orientierung für den hellsten Punkt meiner grauen Trockenbürstschichten dient. Nun mische ich ein neutrales Grau an, das etwas heller als die Grundfarbe meiner Mauern ist und bürste damit den Bereich trocken, der von der Fackel angeleuchtet werden würde. Das Grau helle ich nun noch zweimal auf und bürste und tupfe damit immer näher rund um die Position der Fackel. Hierbei bürste ich auch von der geplanten Lichtquelle weg, um die erhöhten Stellen auf der Mauer zu betonen, die später besonders stark von der Fackel angeleuchtet werden. Auch der Boden wird etwas aufgehellt, allerdings nicht so stark wie die Mauer, an der die Fackel ja auch viel näher dran hängt. Zum Abschluss nehme ich einen frischen und sauberen Trockenbürstpinsel und ein reines Weiß, um damit letzte Highlights auf einige Kanten nahe der Lichtquelle zu bürsten. Diese Stellen wirken später dann besonders stark angeleuchtet. Jetzt kommt auch schon die Contrastfarbe. Da mein Mauerbereich allerdings recht groß und das Material auch noch saugend ist, feuchte ich die gesamte Fläche mit sauberem Wasser an. Dadurch zieht die Farbe nicht so schnell ein und ich habe mehr Zeit, sie wie gewünscht zu verteilen und auszufächern. Ihr seht, für einen wirklich geringen Aufwand bekommt ihr ein beeindruckendes Ergebnis. Natürlich könnt ihr auch mehrere Farben verwenden und zum Beispiel nach außen hin eine dunklere Contrastfarbe auftragen. Und wie gesagt, der Effekt funktioniert auch auf Miniaturen. Vor allem, wenn ihr sie eh schon grau trocken gebürstet habt, wie ich zum Beispiel meine Lebenskreaturen für Summoners. Ich hoffe, euch ist jetzt ein neues Licht aufgegangen, was ihr mit euren Contrastfarben noch so alles anstellen könnt. Viel Spaß beim Experimentieren und Malen von Leuchteffekten. Nächsten Freitag leuchtet hier dann auch wieder ein neues Video auf. Bis dann!